Also wie viel Autos BYD aktuell raushaut, ist einfach irre. Da kommt doch keiner mehr mit. Als nächstes im Lineup ist nämlich der BYD E7 und der soll in China weit unter 15.000 € kosten. Was diese Limousine für den Preis alles kann, erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Der neue BYD E7 erweitert BYDs bereits umfangreiches Elektrofahrzeugportfolio und zeigt, dass das Unternehmen seinen aggressiven Vorstoß zur Marktführerschaft in China nicht drosseln will. Die Vorstellung des E7 folgt auf eine Reihe neuer Modellvorstellungen und Vorschauen von BYD, die das Angebot des Unternehmens erweitern. BYD hat außerdem seine Preise und Lagerbestände aktiv angepasst und kürzlich Rabatte auf mehrere Hybridmodelle der Ocean-Serie angeboten. Die Rabatte sollen dazu beitragen, ältere Fahrzeugbestände nach der Einführung der Smart Driving Updates abzubauen. Der E7 gesellt sich in eine Reihe neuer BYD-Neuerscheinungen ein, darunter die Quin-L EV-Limousine, der Z-Line 05 EV SUV und der Denza N9 SUV. BYD konzentriert sich konsequent auf den Ausbau seiner Präsenz auf dem chinesischen Elektrofahrzeugmarkt. Das vielfältige Angebot des Unternehmens, von erschwinglichen Limousinen bis hin zu Luxus-SUVs, eröffnet dem Unternehmen Zugang zu einem breiten Kundenspektrum. Der E7 wird mit seiner Kombination aus Funktionalität, Erschwinglichkeit und schlichter Einfachheit zweifellos eine weitere bedeutende Ergänzung des BYD-Portfolios darstellen. Der E7 ist mit eben dieser Schlichtheit auch eher an Taxiunternehmen gerichtet. Mit einem Gewicht zwischen 1499 Kilogramm und 1566 Kilogramm ist der E7 für ein vollelektrisches Fahrzeug relativ leicht. Auf den Vorschaubildern sehen wir ihn in dezentem Grau lackiert. Das neue Modell greift die Designsprache der Marine-Ästhetik mit gestreckten Scheinwerfern, einer schrägen Motorhaubenlinie und einem trapezförmigen Lufteinlass an der Front auf. Die Heckansicht präsentiert sich schlicht mit 2 Rückleuchten und einem dezenten Stoßfänger. Der BYD E7 wirkt edel und hat schlanke Proportionen. Einige äußere Merkmale verraten jedoch sein Preissegment. Der E7 verfügt über traditionelle Türgriffe anstelle der gängigen versenkbaren oder bündigen Türgriffe. Das Auto fährt auf 16 Zoll Felgen, die etwas zu klein wirken. Dadurch wirkt der E7 etwas sperrig und lässt viel Platz zwischen Radkästen und Rädern. Ein weiteres Highlight sind die Rückleuchten. BYD-Fahrzeuge verwenden üblicherweise durchgehende Rückleuchten. Der E7 setzt jedoch auf eine günstigere Lösung mit geteilten Scheinwerfern. Offizielle Bilder zeigen in der Regel die Top-Ausstattung. Daher kann man davon ausgehen, dass es sich, wie hier gezeigt, um die teuerste Variante des BYD E7 handelt. Dieses Auto hat jedoch weder ein Rundumsicht-Kamerasystem noch ein Parkradar an der Front. Daher ist auch die Ausstattung recht einfach. Hervorzuheben ist jedoch das Panoramaschiebedach des E7. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man auch wenig zum Interieur sagen, da gibt es noch keine offiziellen Bilder. Der BYD E7 misst laut MIIT-Anmeldungen 4,78 Meter in der Länge, 1,90 Meter in der Breite und 1,51 Meter in der Höhe bei einem Radstand von 2,82 Meter. Das Fahrzeug wird von einem einzelnen Elektromotor mit einer Spitzenleistung von 100 kW oder 136 PS angetrieben. Dieser Motor ermöglicht dem E7 eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h, also kein Geschwindigkeitswunder, aber für die meisten alltäglichen Fahranforderungen völlig ausreichend. Die Batterieoptionen für den E7 umfassen 48 Kilowattstunden und 57,6 Kilowattstunden Batterien mit CLTC-Reichweiten von 450 bzw. 520 Kilometer. Diese Reichweiten sind zwar theoretisch und sehr optimistisch, versprechen aber ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erschwinglichkeit und Alltagstauglichkeit für Elektroautos. Der E7 ist eindeutig ein erschwingliches Modell für Erstkäufer von Elektrofahrzeugen, genug, um ihnen einen Vorgeschmack auf das Elektrofahren zu geben, ohne ihr Budget zu sprengen. BYD benennt seine Modelle üblicherweise nach chinesischen Dynastien oder Meereslebewesen, doch die E-Serie bildet hier eine Ausnahme. Die Einführung des E7 erfolgt nach der E2 Honor Edition, die im März 2024 auf den Markt kam und einen Startpreis von ca. umgerechnet 11.140 € hatte. Dieses spezielle Modell ist nicht mehr auf der BYD-Webseite gelistet, aber das lässt darauf schließen, dass der E7 einen sehr ähnlichen Preis wie der E2 haben wird.
Wie gefällt euch der BYD E7? Sollte der auch auf unseren Straßen fahren? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!